Ja, hallo zusammen, willkommen bei einer neuen Folge Anime Tourist. Hier im wunderschönen Shirakawa-go, UNESCO-Weltkulturerbe, aber ihr kennt es wahrscheinlich besser unter dem Namen Hinamizawa aus dem Anime Higurashi no Nakokou ni. Ja, in dem Anime geht es darum, dass es mehrere verschiedene Protagonisten gibt. Und zwar spielt sich alles eigentlich um Keiji Maibara, der neu in dieses Dorf kommt, weil er aus der Stadt hierher gezogen ist und gleich am Anfang schon Informationen bekommt, dass es hier ein paar merkwürdige Dinge gibt. Es gibt auch nur eine Schule in diesem Ort und in dieser Schule sind natürlich mehrere Klassenstufen zusammen, wo er natürlich auch sehr schnell neue Freunde findet. Unter anderem Satoko, Rena, Shion und Mion und natürlich auch nicht zu vergessen Rika. Ja, und um nicht allzu viel vorweg zu sagen, solltet ihr euch auf jeden Fall diesen Anime angucken, falls ihr es schon noch nicht getan habt. Und wie man hierher kommt, erklärt euch jetzt einmal noch Sören. Genau, und zwar sind wir diesmal von Kyoto aus gestartet. War auch jetzt unser letzter Trip von Kyoto aus. Es geht nämlich bald weiter. Wir haben jetzt ungefähr von Kyoto bis hierher 4,5 Stunden gebraucht. Dazu haben wir wieder unseren JR-Pass benutzt, wo wir nichts bezahlen mussten und sind über Nagoya nach Takayama gefahren. Ganz wichtig, ihr könnt nicht direkt nach Shirakawa-go reinfahren mit dem Zug. Ihr müsst in Takayama dann aussteigen und einen Bus nehmen, der leider etwas teurer ist, also umgerechnet knapp mit hin und zurück 40 € pro Person, ist also schon ziemlich knackig, ist dann aber auch das Einzige, was ihr an der Fahrt bezahlen müsst. Bleibt also abzuwägen, wie lange man denn hier bleiben will. Wir werden nachher später nochmal an der Touristeninformation kurz Halt machen und euch nochmal ein paar Informationen geben, wie man denn hier übernachten kann und wie da so die preisliche Lage ist, weil das ist auch so ein bisschen knifflig. Jetzt wollen wir aber erstmal euch den wunderschönen Ausblick von dieser Aussichtsplattform hier zeigen, weil das ist auch in der Serie vorgekommen ist. Und anschließend werden wir dann sozusagen im Uhrzeigersinn einmal um das Dorf rumgehen, an der Waldkante sozusagen und die Hauptstraße wieder nach unten gehen und dort uns alle wichtigen Punkte, die so in der Serie vorkommen, ansehen. Ganz wichtig nochmal, wir blenden hier eine kurze geschnittene Version ein, falls ihr nicht so viel Zeit habt, weil wir werden die Kamera die ganze Zeit laufen lassen, sodass ihr mit uns zusammen sozusagen diesen Spaziergang durchs Dorf mit bestreiten könnt. Wenn ihr allerdings nicht so viel Zeit habt, dann haben wir hier, wie gesagt, das Video, wo nur die Highlights eingeblendet sind und dann könnt ihr euch das reinziehen, falls ihr ein bisschen Zeitnot habt. Und dann legen wir auch schon los. Jo. Sehen kann, sind wir hier relativ abgeschieden. Wir sind hier in der Präfektur Gifu, mitten in den japanischen Alpen. Daher auch der etwas längere Weg. Aber es lohnt sich definitiv, da es hier doch sehr idyllisch ist. Heute haben wir Glück, dass es mit dem Wetter nicht ganz so drückend ist. Dafür geht uns aber auch ein bisschen das Licht flöten, wie man sieht, aufgrund der Wolken hier. Normalerweise brennt hier, wie im Rest Japans auch zur Sommerzeit, die Sonne ziemlich runter. Heute ist es aber relativ angenehm. Schon sehen kann, hier ist ein kleiner Fußweg bis auf die Plattform. Man kann entweder diesen Weg nehmen, den wir jetzt auch runtergehen, weil der wichtig ist für die Serie. Und man kann auch einen anderen Weg nehmen von der Hauptstraße aus. Da läuft man dann einfach keine Schräge hoch, sondern ein bisschen mehr Treppen. Ja, was vielleicht eventuell auch noch interessant ist, dieser Weg ist natürlich auch vom Anime her der Schulweg gewesen, den sie jeden Tag halt immer hin und zurück gegangen sind.
haben sie auch wirklich 1:1 übernommen. Allerdings passt es von der Ortschaft her nicht direkt. Also die Schule selbst befindet sich an einem komplett anderen Ort, anders als jetzt hier in der Wirklichkeit. Aber dafür werden wir am Ende dieses Weges gleich auch schon zu einem der ersten Häuser kommen. Von Rika nämlich. Also, weiter geht's. Auf dem Schulweg hat sich auch noch eine Szene abgespielt. Ich glaube, es war im ersten Akt der Serie, wo man das erste Mal gemerkt hat, dass es mit dieser Dorfidylle nicht so gut beschieden ist. Wenn ihr euch erinnert, hat hier nämlich die gute Rena dem Keiichi sozusagen aufgelauert, beziehungsweise ihn verfolgt, weil sie doch sein Verhalten etwas merkwürdig fand. Was man aber verstehen kann, wenn man sich den Anime ansieht, weil es geht hier in diesem Dorf, zumindest in der Serie, doch einiges Merkwürdiges vor. Und sie wollte ihn halt einfach zur Rede stellen. Und er hat versucht, sich irgendwie rauszureden, weil er natürlich nicht wollte, dass irgendwer Verdacht schöpft. Und ja, ich sag mal, um es gut zu meinen, die Rena ist psychisch nicht so ganz auf der Höhe. Und die fand das gar nicht so lustig. Und hier an diesen Bäumen, hier ist jetzt natürlich der Abhang auch wieder ein bisschen gekünstelt. Im Anime war es jetzt natürlich nicht so steil, das war mehr so ein normaler Waldweg. Hat sie hier rechts bei den Bäumen irgendwo auf ihn gewartet und ihn dann so zur Rede gestellt. Lautstark. Ja. War das ein wundervoller Anime. Hello, careful. Oh ja. Wie man hier schon an der Geräuschkulisse hört, schreien hier tatsächlich die Zikaden genauso wie in der Serie. Und umso später der Abend wird, umso lauter werden sie. So, und dann sind wir jetzt den Weg runtergekommen und hier sind wir auch schon gleich beim allerersten Haus. So. Hier hätten wir dann Furude Rikas Haus, im wirklichen Leben leider mehr so etwas wie ein Schuppen, dafür aber wirklich 1:1 originalgetreu vom echten ins Anime-mäßige übernommen worden.
Ist, wie Sören eben schon sagte, direkt am Anfang des Weges, wo wir jetzt halt eben von der Aussichtsplattform runtergekommen sind. Im Anime selbst war das Gebäude zweistöckig gewesen, wo sich dann halt eben Rika und Satoko immer aufgehalten haben. In der Wirklichkeit ist es halt eher ein riesiger Schuppen, der dann halt eben keine Etagen besitzt. Was vielleicht noch interessant wäre, hier hinten haben wir noch einen kleinen Wasserfall plus noch einen kleinen Minischrein, den wir uns jetzt gleich nochmal angucken können. Genau. Auf der anderen Seite des Hauses saß ja Rika immer und hat ihren Wein geschlürft und hat aus dem Fenster geschaut. Wir schauen mal, ob wir jetzt hier diesen kleinen Trampelpfad hier lang kommen, ohne uns 10.000 Zecken zu holen. Um das Ganze mal von der anderen Seite zu sehen. So, und da sehen wir nämlich schon den kleinen Schrein dort stehen. Und jetzt leider durch so Wellblech verdeckt. Die Fenster im Erdgeschoss kann man jetzt leider nicht sehen, aber man kann es sich, denke ich, mal vorstellen. Und hier direkt vor uns, so 4-5 Meter, läuft dann dieser kleine Wasserfall entlang, den man dort hinten entspringen sieht sozusagen. Und diese ganze Wassergeschichte, die zieht sich auch durch das ganze Dorf. Wir haben hier überall kleine Kanäle, die A, die Reisfelder, die vielen Reisfelder bewässern und B, auch ein Heim für Regenbogenforellen bieten. Und zwar ziemlich große Regenbogenforellen. Die werden wir auch jetzt unterwegs noch bei unserem Marsch durchs Dorf hier sehen. So, dann geht es jetzt hier die Straße weiter runter. Machen wir mal einen kleinen Schwenker nach hinten, damit man sehen kann, von wo wir gekommen sind. Ja, da ist nämlich der Schulweg, der Weg von der Plattform. Nochmal Rikas Haus. So, und hier wären wir schon am nächsten Ort, nur ein paar Meter weiter. Genau, also es sind wirklich vielleicht 10, 15 Meter, die ihr nur gehen müsst und schon seid ihr am zweiten Haus angekommen. Und zwar ist das Haus von Satoko, der kleinen Blonden aus der Serie. Ist vielleicht nicht unbedingt so interessant, weil halt Satoko ja doch den Großteil ihrer Zeit immer bei Rika verbracht hat, aufgrund von bestimmten Ereignissen, die man im Anime auch in einer dieser Passagen sehen kann, was dann natürlich auch erklärt, warum sie dieses Haus eigentlich mehr meidet, als dass sie darin wohnen möchte. Und wenn wir jetzt hier auch ein kleines Stückchen weitergehen, kommen wir auch direkt zum nächsten Haus, keine 10 Meter weiter entfernt. Und hier hört man es schon. Ja, definitiv Zikaden, aber es ist noch nicht dieses typische Geräusch, was wir kennen, aber ich bin mir sicher, dass wir es auch nochmal hören werden. So. So, hier wären wir denn jetzt auch vor Renas Haus und dieses Haus selbst wird, glaube ich, sehr, sehr wenig im Anime gezeigt. Also es ist jetzt nicht unbedingt eins der Must-Sees, wie zum Beispiel Rika ihr Haus oder die Aussichtsplattform. Allerdings, der Vollständigkeit halber, muss es logischerweise mit drauf. Da kann man ja gar nicht dran vorbeigehen. Und dadurch, dass Satokos Haus ja gleich gegenüber steht, ist es ja auch wirklich nur ein kleiner Schwenker nach rechts und ihr seid schon da. Genau, wir schauen uns das hier mit der Kulisse, den Reisfeldern mal hier nochmal an. Von der anderen Seite, so dieses, ja ich sag mal, dreistufige Haus. Und hier haben wir auch diese Kanäle überall. Wir können da mal auch kurz noch mal ein Stück runtergehen, die Zeit haben wir ja. Da oben sieht man noch mal die Plattform, wo die Leute jetzt hier runter aufs Dorf schauen. Und hier, also, das ist schon extrem idyllisch. Diese ganzen Häuser mit den Strohdächern, was man ja in Deutschland, vor allem im norddeutschen Raum, relativ häufig sieht, sind mittlerweile hier in Japan eine Seltenheit. Das nennt man Gasho-Style-Houses, also die Häuser, die sind halt so spitz zulaufen, was relativ untypisch ist, gefaltet wie zwei Hände zum Beten.
Und entsprechend wurde das, weil es halt so selten ist, hier zum Weltkulturerbe ernannt. So, hier auch nochmal so ein Punkt mit dieser, ich weiß nicht, was das ist, Garage oder sowas. Oder Schuppen. Da hinten wäre dann die Hauptstraße, die dann weiter runter nachher auch zum Krankenhaus führt. Und auch hier diese ganzen kleinen Wege zwischen den Reisfeldern mit links und rechts diesen Kanälen, diesen kleinen Bächen, da hat man ja auch immer wieder im Anime gesehen. Und da können wir jetzt eigentlich hier auch umdrehen, zurück und dann setzen wir unseren geplanten Weg fort. Da sieht man mal, wie groß die Häuser sind, also da ist mächtig Platz drin. Ne? Und die sind auch so gebaut, wenn man da drin steht, das ist alles wirklich nur mit Holz und ja, so Strohseilen miteinander verbunden, dass wenn es windig wird und hier Sturm durch das Tal ziehen würde, das Ganze flexibel ist und nicht statisch dasteht und umgepustet wird, sondern dass es sich sozusagen leicht mitbewegt mit dem Sturm und deswegen nicht in sich zusammenfällt. Also eine sehr ausgefeilte Konstruktion. Die Kinder hier, die versuchen, glaube ich, Krebse oder sowas zu fangen. Und im Hintergrund sieht man den Wald und die Berge und auch der Wald hat ja eine relativ wichtige Rolle gespielt, vor allem was sich so im Wald verbirgt und was da so passiert. Wie gesagt, falls ihr noch nicht gesehen habt, leider gibt es keine deutsche Synchro, aber wir sind ziemlich sicher, dass ihr, wenn ihr sucht, deutsche oder zumindest englische Untertitel findet. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, und jetzt die nächsten paar Meter gehen wir einfach ganz gemütlich hier durch das Dorf, wo relativ wenig los ist, wo man sich die kleinen Gärten angucken kann, die Reisfelder, die Blumen, die Teiche, die Becher hier mit den Forellen sollten wir auch gleich sehen können. Wir machen uns auf den Weg zu einem sehr entscheidenden Punkt, den ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr Fans der Serie seid, sofort erkennen werdet.
So, und da haben wir sie auch schon. Die dicken Regenbogenforellen. เรียบร้อยค่ะ หายหมดเหลือแต่ปลานกยูง Teilweise Riesenviecher hier auch ein Karpfen. Da will man schon mal naschen. Sono tante corote nel canale. Hier ist wirklich eines der größeren. Müsste, glaube ich, vierstöckig sein. Immer wieder hier ist auch nochmal ein kleiner Teich mit Kois. Hier gleich links haben wir noch etwas, was gar nicht im Anime vorgekommen ist und gezeigt wurde. Das ist nämlich ein buddhistischer Tempel. Den werden wir aber auch nur kurz mal im Vorbeigehen zeigen. Weil, wie man sehen kann, gibt es hier nicht sonderlich viel zu sehen. Denn wir wollen ganz woanders hin, was sich gleich ca. 50 Meter voraus befindet. Wären wir da auch schon. Jetzt sind wir einmal durchs Dorf gegangen und wir sind genau hier angekommen. Genau. Hier sind wir jetzt an eigentlich einer der größten Hauptdrehorte, die wir in dem Anime auch sehen können. Und zwar sind wir hier am heiligen Korude-Schrein, so heißt es zumindest im Anime. Wie er jetzt hier in der Wirklichkeit ist, das habe ich jetzt gerade nicht auf der Pfanne. Vielleicht einen wirklichen Namen hat es nicht, aber es ist einfach der Hachiman-Schrein. Hachiman ist der Kami vor allem für Soldaten. Und ja, für den Anime wurde es halt umfunktioniert, um eine fiktive Gottheit hier anzubeten sozusagen. Genau. Und viele von, oder beziehungsweise nicht viele, einige Szenen spielen denn auch direkt dort oben am Hauptschrein. Da gehen wir jetzt auch gleich einmal hin.
Vielleicht als kleine Zwischeninformation, jeder Shinto-Schrein in Japan hat 3 spezielle Merkmale und diese sind auch alle komplett hier an diesem Steintor mit vereint. Dieses sogenannte Tori hat dann halt eben noch die dickeren, zusammengefädelten Das ist Seile, Strohband. genau, Strohband und dann halt eben auch die weiß gezackten, runterhängenden Papierstreifen. Diese 3 Merkmale sind dann halt für jeden Shinto-Schrein in Japan. Das heißt also, wenn ihr so etwas seht, könnt ihr immer davon ausgehen, ihr seid in einem Shinto-Schrein und nicht in einem buddhistischen Schrein. So, und auch wie in schon vorherigen Videos gesehen, haben wir hier wieder eine Reinigungsstation. Genau. Da gehen wir jetzt auch gleich nochmal hin. Ja. Was hier auch besonders auffällt, sind diese wirklich immens dicken Zedernbäume, die ja auch geschmückt sind, also auch eine wesentliche Rolle spielen in dem ja sehr, ja, ich würde sagen, für unsere Begriffe schamanistisch geprägten, animalistischen in der Shinto-Religion, der in dem Sinne, im Gegensatz zu den großen Religionen, wie wir sie kennen, also dem Judentum, dem Christentum oder dem Islam, keine heilige Schrift hat, auch keinen wirklichen Stifter oder eine gewisse heilige Person, die besonders hervorsteht, sondern man kann hier wirklich von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt und wird überall ein bisschen was anderes sehen. Auch hier wieder, falls ihr es noch nicht gesehen habt, kleine Erläuterung, weil hier nichts dabei hängt. Bei den größeren Schreinen ist es so. Nehmt euch diese Kelle zur rituellen Reinigung, schöpft hier ein wenig Wasser heraus. Wichtig, das Wasser darf nicht wieder da reinfließen, sondern hier in diesen Abfluss. Erst über die linke Hand einmal, dann über die rechte Hand. Und spürt euch euren Mund aus einmal kurz. Und den Rest lasst ihr zur Reinigung der Kelle sozusagen über die Kelle laufen. Das ist gut abtropfen und wirklich kommt weg. Und dann kann es auch schon weitergehen. So, wir werden jetzt einmal durch das Tori gehen. Es gibt noch so ein paar kleine Sachen der Etikette, zum Beispiel, wenn man solche Treppen hat, die ist jetzt relativ breit, aber wenn man jetzt eine schmalere, weitere Treppe hat, sagt man normalerweise die Mitte des Ganges der Treppe lässt man frei, die ist den Göttern sozusagen vorbehalten. Man soll als Mensch links oder rechts am Rand gehen. Wenn man so Tori durchschreitet, macht man normalerweise auch noch eine Verbeugung. Es gibt auch Shinto-Schreine, wo man einmal durch das Tori reingeht, wieder rausgeht, dann links rum und so weiter und so fort. Wie gesagt, es gibt überall so Kleinigkeiten, die sich ändern. Aber wenn man mit dem nötigen Respekt rangeht, vor allem als Ausländer, auch wenn das keine Entschuldigung sein soll, tritt man hier eigentlich auch niemanden auf die Füße. So. Hier haben wir wieder so eine Kollekte. Die ist auch weiter oben. Wir gehen jetzt einfach mal von links ran, weil dann stimmt die Perspektive ein bisschen besser. Und das sind dann auch Szenen, die wir ganz eindeutig aus der Serie wiedererkennen. Jetzt kann man sich das Ganze auch mal von oben ansehen, wie das aussieht. Da vorne ist schon wieder die Hauptstraße, die dann durch das Dorf führt. Nach links, da geht es eigentlich dann nachher aus dem Dorf raus. Da haben wir auch unser Haus. Das können wir auch noch mal kurz zeigen, wenn wir zu dem Part kommen, wo man hier so wohnen kann. Und nach rechts geht es dann halt einmal quer durch das Dorf. Und hier an diesen Holztäfelchen sieht man schon, hier waren die Fans wieder fleißig am Werk. Zumindest zum Großteil sind hier überall Charaktere aus der Serie raufgemalt und mit Sprüchen versehen. Und die umliegenden Gebäude hier, die haben natürlich alle, entweder sind das ja, bessere Schuppen, dass dort gewisse Sachen für Feste, für Sommerfeste und sowas gelagert werden, oder tatsächlich nochmal rituelle Gebäude sind. Es gibt nämlich in der Serie nochmal ein Gebäude, was ganz wichtig ist, ja, was auch keinen schönen Hintergrund hat sozusagen. Das steht allerdings nicht hier, auch wenn es im Anime so aussieht. Das steht wesentlich weiter außerhalb, da werden wir auch nochmal hingehen. Und falls ihr euch ein bisschen für die Geschichte des Ortes interessiert,
Dann habt ihr hier rechts ein kleines Museum. Dort kann man sich einen kleinen Film ansehen. Da sieht man, wie hier der Reiswein gemacht wird. Der Sake, der hier wesentlich milchiger und trüber ist und so kleine Reiskörner auch noch drin hat. Genauso wie ein eigenes Museum. Und man kann sich hier in so einem Nebenraum auch noch so einen kleinen Film über diese Ortschaft hier ansehen. Da wird, wie gesagt, der Reiswein gezeigt, der hergestellt wird. Und auch nochmal so ein Sommerfest. Man hört auch die ganze Zeit hier die Musik herausströmen. Man kann hier links auch sich Talismane aus diesem Hachiman-Schrein holen, die es dann auch entsprechend nur hier gibt. Für einen kleinen Obolus. Ist ein nettes Geschenk, nettes Anhängsel, wartet aber normalerweise laufen die sozusagen nach einem Jahr ab. Klingt ein bisschen komisch, aber da dies ja keine große offizielle Religion in dem Sinne ist, dass man hier sowas wie Kirchensteuer oder so zahlt, müssen sich die ganzen Schreine auch irgendwie finanzieren und die machen das meistens eben darüber, über dass sie diese Talismane verkaufen, diese Ofudas, dass sie damit Geld reinbekommen und natürlich auch durch die Unterstützung der hauptsächlich älteren Bevölkerung, die sozusagen einen Schrein hier in der Nähe hat und diesen finanziell dann unterstützt. So, und jetzt schauen wir die Hauptstraße herunter. Dort am Horizont, auf dem Berg oben, sehen wir wieder dieses Gebäude, wo wir ganz am Anfang standen. Und wir gehen jetzt hier einmal die Straße runter Richtung Krankenhaus. Und dann haben wir noch wesentlich weiter hinten nochmal 2 andere Punkte auf der Planung. Würde man jetzt hier links abbiegen, würde man auf die andere Seite des Flusses kommen. Die schauen wir uns später auch nochmal an. Auch gut erkennen, dass vor allem hier in Hauptstraßennähe doch eher ein wenig modernere Architektur Einzug gehalten hat. Dennoch immer noch sehr viel Holz. Entsprechend ist natürlich auch die Brandgefahr hier sehr groß in dem Ort. Darum ist wie eigentlich fast überall in Japan auf öffentlichen Straßen das Rauchen verboten. Aber besonders hier muss man natürlich, wenn es so heiß ist wie jetzt im Sommer, besonders aufpassen. Hier einmal diesen kleinen Laden hier links und hier die Tankstelle, wo man sich was zu essen holen kann. Und hier hört dann auch langsam das alte Dorf sozusagen auf. Wenn wir gleich weitergehen, geradeaus über die kleine Brücke dort, dann kommen wir in den eher neueren Teil des Dorfes. Ich weiß gar nicht, ob es offiziell auch noch dazugehört, jedenfalls schließt es direkt daran an.
der Hund außerordentlich unzufrieden mit den vielen Besuchern. So, hier links nochmal ganz schön eine der Sachen, die man hier machen kann, nämlich den Onsen besuchen. Auch dort werden Zimmer vermietet. Aber wie gesagt, auf diese ganze Geschichte, wie man hier wohnen kann, kommen wir später nochmal zu sprechen. So, wir machen jetzt hier einfach mal einen kleinen Schnitt. Wir gehen jetzt immer geradeaus und dann kommen wir da hin, wo wir hin wollen. Tja, jetzt habe ich gerade gesagt, wir wollen hier den Schnitt machen, weil ich eigentlich dachte, es geht noch weiter. Tatsächlich sind wir schon da. Aber die nächste hier auf Burtschad, wie schon so oft in diesem Urlaub, müssen wir leider feststellen, dass das Krankenhaus, was wir euch eigentlich zeigen wollten, nicht mehr da ist. Wir werden hier einfach ein paar Bilder einblenden, die wir schon in unserem anderen Video gezeigt haben, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Wir waren also schon mal tatsächlich drin. Und ich weiß nicht, was das da jetzt ist. Auf jeden Fall wurde das Krankenhausgebäude, was hier quer stand, jetzt abgerissen und das da hingesetzt. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Parkplatz werden soll, weil hier relativ viel Platz ist. Auf jeden Fall ist es eins der ja, doch eher wichtigeren Gebäude. Man hat dort zumindest für den Storyverlauf das eine oder andere sehen können. Und muss ich mal kurz platt machen, weil ich hier im Weg stehe. Ja, herbe Enttäuschung. Sowas trifft einen immer ziemlich stark, wenn doch ein eher wichtiges Gebäude auf einmal nicht mehr da ist. Das hatten wir ja damals in der Schule schon. Auch darauf werden wir nochmal eingehen später. Ja, sieht auch alles noch relativ frisch aus. Darf also irgendwann wahrscheinlich dieses Jahr passiert sein. Vielleicht sogar schon diesen Sommer. Aber wir haben ja noch ein bisschen was zu zeigen und ja, wir gehen jetzt einfach weiter. So, wir sind jetzt gute 20 Minuten gelaufen und sind jetzt beim sogenannten Saiguden. Das ist der Teil des Schreines, der im Anime dargestellt wurde als der Aufbewahrungsort für die ganzen Folterinstrumente, die dort genutzt wurden, um den einen oder anderen zum Schweigen zu bringen. Und wie gesagt, man muss hier 20 Minuten laufen, das ist also ein bisschen abseits vom Schlag. Im Anime wird so dargestellt, dass es ein bisschen weiter im Schrein hinten im Wald ist und man nur ein paar Meter gehen muss. Hier ist tatsächlich ja, gut 1-2 Kilometer mindestens entfernt. Wir können hier auch mal reinschauen, es ist tatsächlich nur ein ganz normaler Shinto-Schrein, der unabhängig ist von dem Hachiman-Schrein, den wir dort hinten gesehen haben. Und wenn wir hier durch die Fenster schauen, dann werden wir auch sehen, hier sind keine Folterinstrumente drin. Ja, relativ unspektakulär. So sehen eigentlich die meisten Shinto-Schreine von innen aus. Wir haben dort die verschiedenen rituellen Instrumente, wie zum Beispiel die Schwerter und den Spiegel, die dazugehören. Und wenn wir jetzt in die Richtung gehen, auch hier werden wir einen kleinen Schnitt machen, an wir landen mal bei Keiichis Haus und das schauen wir uns als nächstes an. So, liebe Leute, hier hat uns leider die Technik einen echten Strich durch die Rechnung gemacht. Der Akku von unserer Kamera ist nämlich genau in dem Moment leer gegangen, wo wir anfangen wollten zu filmen. Nichtsdestotrotz, wir haben hier ein älteres Bild, was wir vor ein paar Jahren mal aufgenommen haben, genau an der Stelle, wo wir euch das eigentlich eben zeigen wollten. Und hier haben wir mal bei Keiichis Haus und man sieht schon, dass sowohl das Haus in der Realität als auch im Anime sich ähneln wie ein Ei dem anderen. Der einzige Unterschied ist tatsächlich, dass im Anime ist ja, wie gesagt, das Wohnhaus ist vom Maebara Keiichi. In der Realität ist es so eine Art Verwaltungs- oder Technikgebäude von dem nahegelegenen Kraftwerk, was sich dort befindet und wohl irgendwie den Strom von der Umgebung dort sicherstellt. So genau werden wir es nie wissen. Wir haben nur mal so einen Blick durchs Fenster gewagt und gesehen, okay, das sieht alles recht technisch aus, ein paar große Computer, Schränke, irgendwelche Schalter und Kabel und dabei haben wir es dann auch schon belassen. Und ja, das war es eigentlich auch dazu und jetzt soll es eigentlich auch schon weitergehen. Wir sind jetzt aus dem Dorf, wie vorhin schon angekündigt, rausgegangen, wo man links abbiegen musste. Sind dann über diese Brücke gekommen. Hinter uns befindet sich die Information, wo man dann mit dem Bus ankommt. Und wo wir jetzt stehen, ist hier, wie man sehen kann, dieses Flussufer, was man aus dem Sommerfest kennt, aus dem Anime her, wo diese kleinen Wattebäuschen ins Wasser gelegt wurden und dann flussabwärts in diese Richtung vom Wasser weggetragen wurden. Der Fluss hat jetzt ein bisschen weniger Wasser, weil wir mitten im Hochsommer sind. Das heißt, der Großteil
Der Schneeschmelzen ist vorbei. Man kann hier aber sehen an dem Flussbett, normalerweise ist das hier ein bisschen voller. Man kann hier wunderbar sehen, auf der anderen Seite ist das ein bisschen mehr steiler. Im Anime ist es ja so dargestellt, dass wir auf beiden Seiten des Flusses diesen grünen Grasabhang haben. Wie man hier sieht, ist es in Wirklichkeit eben nur auf der anderen Seite des Flusses so, wo die Leute dann eben ihr Fest gefeiert haben und diese Wattebällchen ins Wasser gelegt haben. Ansonsten ist alles wie immer. Wir haben hier wieder diese Brücke, die so rüberhängt, wo dann auch die Fotos gemacht wurden und wo man sich getroffen hat. Und alles, was wir jetzt eigentlich nur noch zu zeigen haben, ist oben die Information und das Sonosaki-Anwesen, was sich in dieser Richtung befindet. Und da gehen wir jetzt als nächstes mal hin. Wie man jetzt hier schon sehen kann, das ist die Haltestelle für Besucher. Dort hinten ist ein Busparkplatz und für PKWs. Hier hält dann der Bus, der einen aus Takayama herbringen würde. Wenn man dann hier ein- und aussteigt. Wie gesagt, denkt dran, dass ihr euch ein Ticket holt, ein Roundtrip-Ticket, dann spart ihr euch ein wenig Geld. Und dieser Teil der Ortschaft ist eigentlich wirklich nur noch für touristische Zwecke hergerichtet. Das heißt, hier gibt es eigentlich nur noch so kleine Restaurants. Wirklich Wohnhäuser sind das nicht mehr. So, und da wären wir auch schon. Das, was wir jetzt hinter uns haben, diese kleine Tor, diesen Eingang, ist das, was gemeinhin als Sonosaki-Anwesen dann sozusagen eingegrenzt ist. Das eigentliche Haus, das blenden wir später nochmal ein. Das befindet sich nicht dort drin. Was wir da allerdings haben, ist so eine Art kleines Freilichtmuseum. Man kann das hier vorne auf der Tafel auch sehen. Da wird einfach nur noch mal gezeigt, die Häuser stehen alle leer, die kann man auch begehen. Und da kann man sich dann angucken, wie die Leute dann hier mal vor zig Jahren gelebt haben. Das ist relativ malerisch, also auch hier wieder mit kleinen Teichen und kleinen Kamelen. Dann hat man eben diese Gasho-Häuser in diesem Freilichtmuseum verteilt und kann sich das anschauen. Ich weiß gar nicht, wie teuer war es. Unter 1000 Yen war es auf jeden Fall. Also wenn ihr euch das mal geben wollt, ein Besuch ist es wert. Zweimal muss man da jetzt nicht unbedingt rein. Darum bleiben wir jetzt auch draußen, weil es für unsere Zwecke jetzt nicht sonderlich viel hergibt. Und genau, dann schauen wir uns jetzt nochmal das eigentliche Sonosaki-Haus an, was sich mitten im Dorf befindet. So, wir sind jetzt hier vor dem Sonosaki-Anwesen, dem eigentlichen Haus, und machen jetzt einfach mal eine kleine Runde drumherum. Wie man hier schon sehen kann, hat Öffnungszeiten, ist also so eine Art kleines Museum. Persönlich waren wir da allerdings noch nie drin. Und wir werden uns das jetzt auch nur von außen ansehen. Sehr schön die Sicht hier, nochmal mitten durchs Dorf, durchs Schilf, den Kanal entlang. Und hier stehen wir dann direkt vor dem Haus jetzt. Ja,
noch mal einmal um, dass wir es nochmal von einer anderen Perspektive haben. Hier auch wieder die Forellen und Kois im See, im Teich. Und hier haben wir es, wie gesagt, ja auch wieder mit der künstlerischen Freiheit, wo das sozusagen die Außenmauer des eigentlichen Sonosaki-Anwesens wirklich ein bisschen außerhalb vom Dorf sind. Befindet sich entgegen des Animes, entgegen der Serie, das eigentliche Hauptgebäude mitten im Dorf, was ja natürlich in der Serie nun nicht so war. Ja, geht's denn schon? Ja, und hier erkennt man auch gleich, hier waren wir schon, hier sind wir bei dem Schuppen mit diesem weißen Obergeschoss. Gut, und damit sind wir auch schon wieder beim Ende der ganzen Geschichte. Jetzt noch ein paar Informationen. Wir stehen jetzt hier wieder bei der Touristeninformation, wie gesagt, wo man ankommt. Hinter mir ist nochmal so ein Täfelchen, wo alle wichtigen Punkte, normalen Punkte für normale Touristen in dem Dorf ausgewiesen sind. Das erste, was ihr machen solltet, wie gesagt, besorgt euch wie immer das GR-Ticket, damit ihr vernünftig herkommt. Die Zeit, wie gesagt, 4,5 Stunden ungefähr braucht man her. Ihr müsst dann den Bus nehmen. Besorgt euch dieses Round-Ticket, was ungefähr 40 € kostet. Und dann seid ihr von der letzten Bahnstation von Takayama aus in ungefähr einer halben Stunde, 40 Minuten seid ihr dann hier. Wichtig, wenn ihr hier übernachten möchtet, es ist relativ teuer. Ihr müsst damit rechnen, dass ihr pro Nacht ca. 80 € zahlt, inklusive Frühstück und Abendbrot. Wenn ihr das beides weglasst, dann seid ihr vielleicht bei 60 €. Das hier zu buchen ist ein bisschen schwierig. Ihr könnt nicht über die normalen Webseiten, über booking.com oder sonst was, könnt ihr das hier nicht buchen. Ihr müsstet, so machen wir es jedenfalls immer, über Google Maps hier richtig reinzoomen, dann ploppen diese kleinen Bildchen aus, wo man schlafen kann, die klickt ihr an und da habt ihr meistens von den einzelnen kleinen Häusern eine Webseite oder zumindest eine Telefonnummer. Das Problem ist, dass ungefähr nur 2 oder 3 dieser Häuser wirklich eine englischsprachige Webseite anbieten und auch englischsprachige Kommunikation anbieten. Also entweder könnt ihr Japanisch oder ihr kennt jemanden, der Japanisch kann und der ruft für euch an und reserviert das für euch. Oder ihr macht es halt, kreuzt die Finger und hofft, dass auf den englischsprachigen Seiten noch was frei ist. Wir hatten jetzt das Problem, wir konnten nur eine Nacht hier bleiben. Wie gesagt, der Touristenbesuch ist hier ziemlich explodiert. Darum wird es schwierig, hier in Zukunft was zu bekommen. Darum rechtzeitig buchen. Wie gesagt, im Hinterkopf behalten, es ist nicht günstig. Und wenn ihr wirklich auf gut Glück was machen wollt, dann geht ihr hier an die Touristeninformation und fragt dort nach. Denn da könnt ihr auch noch einfach nachfragen. Die haben die Kontakte zu all den Wohnungen hier und die sprechen ja auch Englisch. Und die können euch vielleicht noch was vermitteln. Seid aber nicht enttäuscht, wenn ihr ankommt und dann da steht und es heißt, nee, es ist alles ausgebucht. Also hier wirklich rechtzeitig drum kümmern. Und ja, das wäre es eigentlich. Ihr könnt euch an der Touristeninformation auch noch so eine kleine Karte von dem Dorf holen, auch in Bezug auf Higurashi. Leider ist die wir heute bekommen haben, nur auf Japanisch zu erhalten. Wir packen euch aber einen Link in die Beschreibung, wo jemand auf DeviantArt diese Karte hochgeladen hat und übersetzt hat. Da habt ihr nochmal alle wichtigen Punkte, die ihr dann sozusagen direkt hier ansteuern könnt. Und ansonsten hoffen wir, wie immer, es hat euch gefallen. Gebt uns einen Daumen nach oben, ein Abonnent wäre super, wenn euch das Spaß gemacht hat. Schaut doch mal auf Instagram vorbei, da haben wir alle Bilder, die hier wichtig sind, nochmal hochgeladen, sowie auf Twitter und auch auf Facebook. Und wenn ihr wirklich Interesse an Anime und neuesten Anime-Nachrichten habt, schaut mal auf den kino.de vorbei, da laden wir auch unsere Artikel und Videos immer hoch und da gibt es auch noch einen Haufen anderer Sachen, die euch bestimmt interessieren. In diesem Sinne, macht's gut und wie immer, haut rein.